Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Bob, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Ich möchte über etwas Neues in meinem Leben sprechen. Hast du Zeit, um zu plaudern? Ja, ich habe Zeit. Was Neues möchtest du teilen? Ich bin vor kurzem in eine neue Stadt gezogen. Ich wohne jetzt in einer kleinen Wohnung an einem Ort namens Greenfield. Wo, das ist eine große Veränderung. Warum bist du nach Greenfield gezogen? Ich bin wegen eines neuen Jobs gezogen. Ich arbeite jetzt in einer kleinen Marketingfirma. Die Stadt ist ruhig und freundlich und ich mag sie sehr. Das klingt spannend. Wie war dein Umzug? War es einfach? Es war ein bisschen schwierig. Ich habe all meine Sachen gepackt und meine Familie hat mir geholfen. Wir sind 5 Stunden gefahren, um nach Greenfield zu kommen. Als ich ankam, fühlte ich mich nervös, aber auch glücklich. Das kann ich mir vorstellen. In eine neue Stadt zu ziehen ist immer ein großer Schritt. Gefällt dir deine neue Wohnung? Ja, das tut sie. Meine Wohnung ist klein, aber gemütlich. Sie hat ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Wohnzimmer. Ich habe die Wände hellblau gestrichen und einige Pflanzen ans Fenster gestellt. Das klingt sehr schön. Ich liebe helle Farben und Pflanzen. Sie machen ein Zuhause warm und einladend. Genau. Ich finde es auch toll, dass meine Wohnung in der Nähe eines Parks ist. Ich gehe dort jeden Morgen spazieren und entspanne mich. Das ist großartig. Wie läuft dein neuer Job? Bist du dort glücklich? Mein neuer Job ist gut. Ich arbeite in einem kleinen Team und wir planen Marketingveranstaltungen. Zuerst fühlte ich mich ein bisschen verloren, weil alles neu war, aber jetzt lerne ich viel und treffe nette Menschen. Es ist normal, sich so zu fühlen, wenn man einen neuen Job anfängt. Ich freue mich, dass du dich einlebst. Danke. Ich versuche auch, die Stadt zu erkunden. Ich besuche lokale Geschäfte, Cafés und den Park. Ich habe sogar einem kleinen Bücherclub in der Bibliothek beigetreten. Das ist wunderbar. Es ist wichtig, neue Leute zu treffen und mehr über dein neues Zuhause zu erfahren. Ja, da stimme ich zu. Ich habe ein paar Freunde im Bücherclub gefunden. Wir sprechen über unsere Lieblingserzählungen und teilen Ideen. Das lässt mich weniger einsam fühlen. Das kenne ich. Als ich in meine Stadt gezogen bin, habe ich auch ein paar Clubs beigetreten, um Leute kennenzulernen. Wirklich? In welche Clubs bist du gegangen? Ich bin einem Sportverein und einem Kochkurs beigetreten. Ich habe viele freundliche Menschen getroffen und es hat mir geholfen, mich schnell heimisch zu fühlen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht mache ich auch einen Kochkurs. Ich möchte neue Rezepte lernen und neue Freunde finden. Das solltest du versuchen. Kurse sind eine großartige Möglichkeit, um zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Ja, ich werde nächste Woche nach einem Kochkurs suchen. Bob, was gefällt dir am meisten an meinem neuen Leben in Greenfield? Ich finde es toll, dass du neue Dinge ausprobierst. Du bist in eine neue Stadt gezogen, hast einen neuen Job angefangen und knüpfst neue Freundschaften. Das zeigt, dass du mutig bist und offen für Veränderungen. Danke, Bob. Ich finde, dass Veränderungen schwer sein können, aber sie auch sehr gut sein können. Ich lerne viel über mich selbst. Da stimme ich zu. Veränderungen können schwierig sein, bringen aber oft neue Chancen und Erfahrungen mit sich.
Ja, ich habe jetzt viele neue Erfahrungen. Ich erkunde neue Orte, lerne neue Fähigkeiten und treffe interessante Menschen. Ich bin glücklich und aufgeregt über die Zukunft. Das ist sehr positiv. Ich bin stolz auf dich, dass du diese Herausforderungen annimmst. Danke, Bob. Ich hoffe, dass du, wenn du eine große Veränderung in deinem Leben hast, auch mutig und offen für neue Erfahrungen fühlst. Ich werde deine Worte im Hinterkopf behalten. Ich denke, Veränderungen sind ein Teil des Lebens und können uns helfen zu wachsen. Ja, genau. Ich glaube, dass jede Veränderung, auch wenn sie anfangs schwer ist, zu etwas Gutem führen kann. Alice, vermisst du irgendetwas aus deinem alten Leben? Manchmal vermisse ich meine alten Freunde und meine Familie. Ich vermisse die vertrauten Orte, aber ich nutze Videoanrufe, um in Kontakt zu bleiben. Ich besuche meine Familie auch an den Wochenenden, wenn ich kann. Das ist schön. Es ist wichtig, den Kontakt zu geliebten Menschen zu halten, auch wenn man umzieht. Ja, ich fühle mich glücklich, dass mir die Technologie hilft, verbunden zu bleiben. Ich kann meine neuen Erfahrungen mit meinen alten Freunden teilen und sie unterstützen mich. Ich fühle genauso. Als ich umgezogen bin, habe ich mein altes Viertel vermisst, aber meine Freunde rufen mich immer an und schreiben mir. Das hilft mir, mich besser zu fühlen. Ich versuche, meinen besten Freund jede Woche anzurufen. Wir sprechen über unser Leben und lachen zusammen. Das hilft mir, das Gefühl zu haben, dass meine alten Freundschaften auch in einer neuen Stadt stark bleiben. Das ist sehr wichtig. Gute Freunde machen jede Veränderung leichter zu ertragen. Bob, welchen Rat würdest du jemandem geben, der in eine neue Stadt zieht? Ich würde Ihnen sagen, dass Sie offen für neue Erfahrungen sein sollen. Es ist normal, sich am Anfang ängstlich oder einsam zu fühlen, aber neue Dinge auszuprobieren kann dir helfen, dich anzupassen. Tritt Clubs bei, erkunde die Stadt und lerne neue Leute kennen. Das ist ein guter Rat. Ich habe versucht, dem zu folgen, als ich gezogen bin. Ich habe den lokalen Markt besucht, an Gemeinschaftsveranstaltungen teilgenommen und dem Bücherclub beigetreten. Das habe ich auch gemacht, als ich gezogen bin. Ich habe Museen besucht, Konzerte besucht und einem Sportverein beigetreten. Das hat mir geholfen, mich schnell heimisch zu fühlen. Ja, aktiv in der Gemeinschaft zu sein, macht einen großen Unterschied. Ich habe auch einige Sätze in der lokalen Sprache gelernt, was mir geholfen hat, mit meinen Nachbarn zu sprechen. Das ist eine großartige Idee. Ein paar Worte zu lernen kann dir helfen, dich mit deinem neuen Zuhause mehr verbunden zu fühlen. Ich plane bald einen Sprachkurs zu belegen. Ich möchte besser sprechen und mehr über die lokale Kultur verstehen. Das ist ein wunderbarer Plan. Kurse können Spaß machen und lehrreich sein. Ich freue mich darauf. Ich möchte so viel wie möglich lernen und das Beste aus meinem neuen Leben in Greenfield machen. Bob, denkst du, dass du jemals in eine neue Stadt ziehen oder eine große Veränderung in deinem Leben versuchen wirst? Ja, ich habe darüber nachgedacht. Vielleicht ziehe ich eines Tages in eine andere Stadt oder sogar in ein neues Land. Ich möchte neue Kulturen erleben und neue Dinge lernen. Das klingt sehr interessant. Ich denke, umziehen kann schwer sein, aber es kann auch sehr lohnend sein. Da stimme ich zu. Jede Veränderung bringt Herausforderungen mit sich, aber sie bietet auch neue Möglichkeiten. Ich habe viel gelernt, als ich in meine jetzige Stadt gezogen bin, und ich weiß, dass ich, wenn ich wieder umziehe, noch mehr lernen werde. Ja, ich finde, dass mein Umzug nach Greenfield mir hilft zu wachsen. Ich bin unabhängiger geworden und probiere jeden Tag neue Dinge aus. Ich freue mich, das zu hören.
Veränderungen können erschreckend sein, aber sie können uns auch helfen, stärker und selbstbewusster zu werden. Genau. Ich glaube, dass uns das Konfrontieren von Herausforderungen besser macht. Ich bin stolz auf mich, dass ich diesen großen Schritt gemacht habe. Du solltest stolz sein. Du bist eine Inspiration für mich und für andere. Danke, Bob. Ich hoffe, dass du, wenn du dich entscheidest, umzuziehen oder etwas Neues auszuprobieren, auch daran denkst, dass es in Ordnung ist, nervös zu sein, aber es wichtig ist, mutig zu sein. Ich werde deine Worte im Gedächtnis behalten. Ich fühle mich zuversichtlicher in Bezug auf zukünftige Veränderungen, weil ich sehe, wie gut es dir geht. Das freut mich zu hören. Wir können uns gegenseitig unterstützen, während wir uns neuen Herausforderungen im Leben stellen. Ja, wir sind Freunde und wir können unsere Erfahrungen teilen und voneinander lernen. Alice, ich habe eine Frage. Was ist eine neue Sache, die du seit deinem Umzug nach Greenfield ausprobiert hast und die dir wirklich gefällt? Ich gehe sehr gerne am Wochenende zum lokalen Bauernmarkt. Ich stehe früh auf, gehe zum Markt und kaufe frisches Obst, Gemüse und selbstgebackenes Brot. Es ist ein freundlicher und fröhlicher Ort. Das klingt schön. Ich mag Bauernmärkte auch. Sie sind eine großartige Möglichkeit, lokale Leute zu treffen und neue Lebensmittel auszuprobieren. Ja, ich habe viele neue Rezepte mit frischen Zutaten ausprobiert. Ich habe sogar gelernt, eine einfache Gemüsesuppe und einen Obstsalat zuzubereiten. Mit frischen Lebensmitteln zu kochen, lässt mich gesund und glücklich fühlen. Vielleicht komme ich beim nächsten Mal mit dir zum Markt. Ich möchte auch ein paar neue Rezepte lernen. Du bist herzlich eingeladen, mitzukommen. Es macht Spaß, einzukaufen und mit den lokalen Bauern zu sprechen. Ich habe auch ein paar Worte in der lokalen Sprache gelernt, als ich Fragen zu den Lebensmitteln gestellt habe. Das hilft mir, mich mehr mit der Gemeinschaft verbunden zu fühlen. Das ist großartig. Neue Wörter zu lernen bereichert jede Erfahrung. Ich möchte auch mehr über die lokale Kultur lernen. Vielleicht komme ich nächste Woche mit dir zum Markt. Danach können wir einen einfachen Kochkurs bei mir zu Hause planen. Das würde ich lieben. Wir können unsere Rezepte teilen und vielleicht ein paar Freunde einladen. Das wäre eine schöne Möglichkeit, unsere neuen Erfahrungen zu feiern. Ja, ich freue mich darauf. Neue Lebensmittel auszuprobieren und neue Rezepte zu lernen, ist ein lustiger Teil des Lebens. Alice, denkst du, dass du lange in Greenfield bleiben wirst? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich mag Greenfield sehr und plane, mindestens ein paar Jahre zu bleiben. Ich möchte mehr erkunden, mehr lernen und sehen, wie sich mein Leben hier verändert. Aber ich weiß auch, dass das Leben voller Überraschungen ist. Vielleicht ziehe ich eines Tages in eine größere Stadt oder sogar in ein anderes Land. Das macht Sinn. Es ist gut, die Optionen offen zu halten. Ich fühle ähnlich. Ich mag meine jetzige Stadt, aber ich träume auch davon, eines Tages an einen neuen Ort zu ziehen. Ich möchte verschiedene Kulturen erleben, neue Lebensmittel probieren und neue Menschen kennenlernen. Ja, jede Stadt hat ihren eigenen Charme und ihre Herausforderungen. Ich glaube, dass uns jede Veränderung helfen kann zu wachsen und zu lernen. Ich bin jetzt glücklich in Greenfield, aber ich bin auch aufgeregt über die Zukunft. Ich weiß, dass ich, egal was passiert, bereit sein werde, mich neuen Herausforderungen zu stellen. Ich stimme zu. Veränderungen sind ein Teil des Lebens und können zu wunderbaren neuen Erfahrungen führen. Alice, danke, dass du heute deine jüngste Veränderung mit mir geteilt hast. Ich freue mich sehr, von deinem neuen Leben in Greenfield zu hören. Danke, Bob. Ich schätze deine Unterstützung und dein Interesse an meiner Geschichte.
Mit dir zu sprechen lässt mich fühlen, dass meine Veränderung positiv und aufregend ist. Ich genieße unsere Gespräche immer. Sie helfen mir zu lernen und über meine eigenen Erfahrungen nachzudenken. Ich bin froh, dass wir unser Leben teilen und uns gegenseitig unterstützen können. Ja, ich habe das Gefühl, dass wir beide wachsen und lernen. Veränderungen können schwer sein, aber sie bringen auch neue Möglichkeiten mit sich. Ich freue mich darauf zu sehen, was die Zukunft für uns beide bereithält. Ich auch. Ich freue mich auf viele weitere Gespräche wie dieses. Alice, bevor wir aufhören, hast du Pläne für die nächsten Tage? Ja, ich plane am Samstag zum Bauernmarkt zu gehen und vielleicht im Park spazieren zu gehen. Ich möchte auch meine Familie anrufen und ihnen von meinem neuen Leben erzählen. Und du, Bob? Hast du Pläne? Ich plane, mich zu Hause zu entspannen, ein neues Buch zu lesen und vielleicht ein neues Rezept in meiner Küche auszuprobieren. Ich möchte auch ein paar Sätze in der lokalen Sprache üben. Das klingt nach einem guten Plan. Ich hoffe, du genießt deine freie Zeit. Danke, Alice. Ich wünsche dir viel Freude auf dem Markt. Ich bin sicher, dass du viele frische Früchte und Gemüse finden wirst. Ich werde ein paar Fotos machen und dir vielleicht eine Nachricht senden. Wir können nächste Woche wieder reden und unsere neuen Erfahrungen teilen. Ja, darauf freue ich mich. Es ist immer schön, sich auszutauschen und voneinander zu lernen. Alice, danke nochmals, dass du deine Geschichte geteilt hast. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du dieser großen Veränderung mit Mut und einem offenen Herzen begegnet bist. Danke, Bob. Deine netten Worte bedeuten mir viel. Ich fühle mich selbstbewusster, wenn ich weiß, dass meine Freunde mich unterstützen. Ich werde dich immer unterstützen. Wir sind Freunde und wir wachsen zusammen. Ja, ich glaube, dass wir jede Herausforderung meistern können, wenn wir zusammenarbeiten und unsere Erfahrungen teilen. Ich bin aufgeregt über die Zukunft und hoffe, dass wir weiterhin lernen und wachsen können. Ich freue mich darauf, mehr über dein Leben in Greenfield zu hören und vielleicht eines Tages dich dort zu besuchen. Das wäre wunderbar. Du bist jederzeit willkommen, mich in meiner Stadt zu besuchen. Wir können neue Orte erkunden, neue Lebensmittel probieren und gemeinsam neue Dinge lernen. Das würde ich lieben. Danke für deine Freundschaft, Bob. Sie bereichert und macht mein Leben interessanter. Danke, Alice. Ich bin glücklich, eine Freundin wie dich zu haben. Ich wünsche dir alles Gute in deinem neuen Leben. Probiere weiterhin neue Dinge aus und lerne jeden Tag. Das werde ich, Bob. Ich verspreche, mutig und offen für neue Erfahrungen zu bleiben. Lass uns bald wieder treffen und mehr Geschichten teilen. Ja, lass uns nächste Woche ein weiteres Gespräch planen. Ich freue mich darauf, von deinen nächsten Abenteuern in Greenfield zu hören. Ich auch. Hab einen schönen Tag, Bob. Danke, dass du mir zugehört hast. Danke, Alice. Hab eine wunderbare Zeit auf dem Markt und eine schöne Woche. Auf Wiedersehen, Bob. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen, Alice. Pass auf dich auf. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.